Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Blackwell Epiphany, wo wir ja immer noch jetzt in der Vergangenheit sind anscheinend. Ich habe mich halbwegs wieder erholt vom Schock der letzten Folge, obwohl ich immer noch nicht ganz glauben kann, dass wir jetzt die verrückte alte Lady sind. Okay, wir haben nichts. Wir können auch Madeline sein. Hallo Madeline. Does she have to stare like that? Drives me batty. Können wir sie ansprechen? Madeline? Yes, my host. Ja, hör mal auf, mich so zu nennen. Die haben echt keine besonders enge Beziehung, ne? Could you stop calling me that? Stop calling you what, my host? That. I'm no host. I am sorry, my host. That is what you are. Aber ich habe einen Namen. Wie wär's denn damit? Mal ein bisschen höflich sein. Es regnet, ja okay. It's raining buckets. Indeed. Most fortuitous. Fortuitous. It enables us to do our duty unperceived. And we can converse without any awkwardness. Great. Wouldn't want this to be awkward. Ich könnte tanzen. Ja, mach mal. Just think, I could have been dancing at the supper club tonight. If those contortions could be referred to as dancing, then you are correct. Ey, jetzt sei mal nicht so. Okay, ich lasse see sie. ya. Certainly, my host. So, ein loser Stein. Das klingt doch gut. Den nehmen wir erstmal mit. Ein It's covered Fenster. with gunk. I can't see through it. Und hier? It's covered with gunk. I can't see through it. Na dann, werfen wir doch direkt mal den Stein. Oder soll ich vorher einmal mit Madeline reingehen? Moment, warte, was sagt denn Madeline zu ihr? Warte, If warte, you could warte. just wait here, my host. Uh-huh. It's not like I got anything else to do. Hello? Is anyone about? I am a friend. Nobody's there? Can we go? Zeus is playing tonight. If we hurry, we can catch him. Patience, my host. I sense a lost spirit here. We cannot leave our duty unfinished. Okay, hier ist also erstmal niemand zu sehen, aber auch keine weitere Tür. Spiegel? It has been a long time since I have seen my reflection. Kannst du deine Reflection I sehen? cannot touch the mirror. Ja, aber kannst du mal, schweb mal davor, bitte. Ah, sieht nicht so aus. It Jacke? appears to be a coat of some kind. Ein Poster? So garish. Noch mehr Some Jacken? clothing items. Okay, oh, eine Glocke. Und eine Notiz. The notice reads, please ring bell for service. Ah, und das kann sie wahrscheinlich nicht, ne? Ah, stimmt mal, sie hat nicht mal geisterhaften Atem. Das ist ja komisch. Ah, hier ist doch noch eine Tür. Ich dachte, das wäre nur eine Tafel. Na, dann gehen wir doch mal hier durch. Nichts? The room contains a few machines and piles of cloth. There is nothing else worth reporting. Okay, na gut. Dann müssen wir wohl, die Jocelyn reinholen. Wussten wir bisher schon, wie die alte Dame heißt? Ich glaube nicht, ne? Trau dich. My host. My host. Sorry. You say something? Certainly nothing that matters any longer. Hä, was hättest du denn gemacht? Ich meine, du hast die Tür nicht von innen aufgemacht. Ich frage mich, was sie denkt. My host, Jocelyn Contis. I have been her guide for 2 months. Wie lange war sie schon der Guide von Leuten und sie ist trotzdem so unhöflich? Ah, vielleicht auch, weil sie schon so lange der Guide von Leuten ist. Kann ich eine Scherbe mitnehmen? You crazy? I ain't picking up broken glass. Even if I did put it Entschuldigung. there. Und den Better Stein? not. If anybody comes in here, I don't want that thing in my hands. Ja, guter Punkt. Dann klingeln wir doch mal. Da kommt bestimmt ein Geist raus, wenn wir das machen. Das dachte ich mir doch. Danny, someone's out front. Danny, where the hell are you? Joey? Sorry for the wait, ladies. My assistant seems to be out. What can I do for you? Es ist Joey. Wie ist das denn passiert? Haben sie Joey gerettet? Aber er ist doch noch da. Hä? How long are you gonna stare at that thing? It's getting dark. Just one more. It has to be here. What are you doing anyway? A man was murdered last night in the middle of a major blizzard. Believe me, I remember. Right. So how come nobody else has? Hey? I've been checking on every local news website all day. There's not a single mention of it. I called the police myself. We know they know about it. They must have suppressed the news, but why? I'm sure the cops got their reasons, and they can keep them. I don't care who plugged the guy.
I only care about what happened after. I know. So, the victim didn't have any identification on him. I was hoping a news report would give us his name, but it looks like we're on our own. Well, something familiar at least. Let's go talk to our pet cop. Maybe he knows something. Okay, wow, wir sehen das erste Mal diese Perspektive vom Zimmer, ne? Das ist ja mal was ganz Neues, aber es ist alles noch da. Weihnachtsfoto? Ja, doch, das kennen wir alles. Ein Filmposter. It's a poster for the film Water Under the Bridge. It starred Frank Lyons. Ah ja, hier sind alle Referenzen aus allen Spielen. This article is about the Meltzer Foundation. I suppose they did some good in the end, but the death toll was too high. Oh ja. Ja, okay, hier steht halt, die Foundation wurde geschlossen, das wissen wir ja. Ja, also sie schienen halt so, ne, die Goldhand zu haben, weil sie ja immer Leute gewählt haben, die dann sehr erfolgreich wurden. Aber man weiß nicht, warum sie geschlossen sind, so im Prinzip steht es da. Jeremys Foto? It's a picture of me and a former coworker of mine. Jeremy was a friend, kind of. I never did get to know him well. Not when he was alive, anyway. Okay, wir haben also wirklich aus allen Spielen hier was hängen. This man's name is Danny Marconi. I only met him briefly, as a very old man. Ja, und Joey kannte ihn, ne? Das war Joey Assistent, haben wir gerade gesehen. Noch mehr For months I Zeitung? expected the police to come breaking down my door, but it's been a year and nothing. Ah, okay, das ist aus dem letzten Fall, ne? Gavin und Lisa, die ja beide auch gestorben sind. Ja, also sie wurden gestorben vor 6 Monaten. Ui, das ist echt lange her dann, ne? Ja, die Polizei versucht was rauszufinden, aber sie weiß nicht warum. Das hier hatten wir schon, das ist das Weihnachtsfoto, das kennen wir ja, Grandmother ne? Patricia, Ja, my genau. dad, and Auntie Lauren. I never met my grandmother. I don't think she was ever prepared for, well, this. Ja, die Oma ist tatsächlich am schlechtesten damit klargekommen. Was haben wir hier? Ah, das ist das Hochzeitsfoto von ihren My Eltern. parents' wedding. It's the only picture I have of them. They look so young. Ja, in der Tat, die sehen jünger aus als du, muss ich mal sagen. So, mittlerweile zumindest Auntie Lauren Brückenfoto. and me. Ach ja, This was just before all the troubles began. genau. Ich frage mich übrigens, wenn Rosa stirbt, wo würde Joey dann hingehen? Weil er ging ja immer zu dem nächsten weiblichen Nachfahren. Aber Rosa hat ja keine Kinder. Oder ist vielleicht dann die Blutlinie von Laurens Bruder... Nee, Moment, sie ist ja... Moment, das ist ja von ihrer Tante. Ja, stimmt, ihre Tante hatte keine Kinder und ihre Eltern hatten nur sie. The last article I ever wrote, and the first ghost I ever saved. Ja, genau, okay. Und das ist von Joanne Sherman aus dem ersten Teil. Also wir haben hier wirklich von jedem Teil was dabei. Was ist hier mit dem Porträt? Ist das auch was? Ist es vielleicht dieser It's a portrait Frank? of Joe Gould. Ah ja, genau, He Joe used to hang in Gould. the Minetta Tavern. Genau, den meinte ich. That dog Hundeleine? leash used to belong to my neighbor Nishanti. She gave it to me as a souvenir of how we met. Hat sie den Hund nicht mehr? Das wäre blöd. Eine Statue? The seagull statue used to belong to Lisa Tenzin. Okay, eine Schachtel Zigaretten. Ah, die Schachtel Zigaretten ist bestimmt von ihrer Tante. These were Auntie Lauren's favorite brand. I don't remember much from back then, but the smell reminds me of her. Ja, aber fang nicht an zu rauchen. Hier ist eine It's a Tasse. Gold-Tech mug. Ah, okay, Goldtech kennen wir auch. I snuck this bottle out of a hospital room for a college kid named Susan Lee. Daran erinnere ich mich. Hier ist ein We saw Diktaphon. this in a flea market and Joey bugged me until I bought it. He still won't tell me why. Ah, das ist, glaube ich, auch aus dem Teil mit der Tante, ne? Hier ist ein Pinsel und eine Palette. Das ist bestimmt von dem These Künstler. art tools belong to Claude Genau. Erdin. Everyone thinks he killed himself, but at least I know otherwise. Und ein My old Notizbuch. notepad. I went through dozens of these before I upgraded to this phone. Aber sie hat ziemlich schnell das Telefon bekommen, oder? War es nicht schon im zweiten Teil? So, jetzt haben wir uns alle Referenzen angeguckt. Bücher, Intercom, Müll. Kann ich jetzt mal in I ihr can't go to bed Schlafzimmer? yet. Ach, I have a verdammt. full day ahead of me. Ja, ich Or wollte nur mal rather, a full wissen. night, but still. Ich meine, wir haben nie ihr Schlafzimmer gesehen, ne? So, aber na gut, dann würde ich sagen, es ist Zeit loszuziehen. Oder? Ah, sie zieht sich sogar an. Macht Sinn, aber hatten Thank wir God the trotzdem noch coffee nie. stands are still open. I think I'm really going to need them. It's your dime, sweetheart. Okay, wir haben die Polizeistation und zu Hause. Und dann gehen wir doch mal zur Polizeistation. Ach, da steht er ja schon. Oh, Hallo. It's you. Had a feeling you'd swing by. Ja, ich habe Fragen. Detective? Uh-huh.
Mary Meehan, können wir drin reden? Ich dachte, Achso, die Nachrichten. Ja, das frage ich mal als erstes, warum nichts in den Nachrichten war. I caught the evening news today. There wasn't one mention of the murdered man in Chelsea. That program hasn't been the same since they replaced that blonde anchor woman. Nobody else talked about it either. Not online, not any other news program, nobody. You must have suppressed the news. Why? Because we're the cops, that's why. Look, before we take this any further, why are you so interested in this? What makes this murder more important than any other? Naja, sie hat's gesehen. Ja, genau. Er wurde, also selbst wenn sie keine Geisterkräfte hätte, finde ich, den selber zu sehen, das macht schon was. He was killed right in front of me. And what, suddenly this makes it personal? Well, kinda. It might have something to do with me. Uh-huh. And why is that? Why is this murder so important? Naja, weil er hat mich beschützt. Ja, auch. He was looking for me. He was? Why? I don't really know. Uh-huh. Did you know the guy? No, I didn't. So, how did you know he was looking for you? Wait, let me guess. You just do. Something like that. Something like that ain't good enough. What else you got? Kann sie nicht einfach sagen, dass er gesagt hat, so, da bist du und, naja, wobei, dann würde sie wahrscheinlich sehr befragt werden und das will sie ja auch nicht. Ich werde verdächtigt, vielleicht? I was there. You know I was there. Surely I'm a suspect. You think I'm crazy? I made sure your name is nowhere near this thing, and unless you give me a good reason, it stays that way. So tell me, why is this murder so important? Ja, okay, dann wollen wir tatsächlich nicht sagen, dass er spezifisch nach uns gesucht hat. Du hast mich dahin geschickt. You're the one who sent me there in the first place. That can't be a coincidence. So, you think we sent this guy to your location to, what, get killed in front of you? I don't know. That's why I'm asking you. You don't get to ask me anything. You need to tell me why this murder is so important. Ach komm, jetzt sei nicht so. Okay, dann vertrau mir halt. You've trusted me before. Why can't you trust me again? Trust has nothing to do with it. Look, I don't know what your deal is. I've never asked, and frankly, I don't want to know. But I do know that you've helped me clear a few cases. And once in a while, in return, I answer some of your questions. That's fine. Quid pro quo. It's not in the rule book, but it's how we get things done. But this case, it goes way up. We can't bring in anyone from outside. Not without a good reason. So give me one. Why is this murder so important? Ich kann's dir nicht sagen. Okay, ich habe das Gefühl, wir werden ihn nicht überzeugen. Wahrscheinlich brauchen wir noch irgendwas. I couldn't begin to explain it. It's more than just a murder. More horrible than just a killing. Uh-huh. Any details on what that could be? It needs to be stopped. That's all. Sorry. I know we got an arrangement, but my hands are tied. Fine, if that's the way it is. For what it's worth, it's nothing personal. You got other questions, I'm here. Just don't ask about this case. You get me? Yeah, I get you. Andere Fragen habe ich aber nicht. Joey, puste ihn mal an, bitte. Ich möchte, dass er Wind spürt. Kalten Wind. Im Winter. No reaction. No surprise there with the weather we're having. Na gut, okay. Hätte ja sein können. So, okay, dann haben wir noch ein Polizeiauto. It's just a police car. There's nobody inside. Okay, kann ich reingehen? You really don't want to go in there. Oh, Ach, really? komm schon. Look, you and I have an arrangement. I have to keep it quiet, but it works. You go in there and start bugging my colleagues, it will come back to bite both our asses. And neither of us wants that. Okay, fine. Mist. Kann ich nochmal mit ihm reden? Detective? Uh-huh. Kann ich drin mit dir reden, maybe? Can we talk inside? It's freezing out here. Can't smoke inside, thanks to our friend the mayor. So you couldn't maybe, I don't know, not smoke for a while? Right. Okay, was für eine absurde Frage. Wie konnte ich nur? Was eigentlich mit der Frau, für die du mich hingeschickt hast? You found a Jane Doe at the Carth house, right? Yeah, what about it? Her name was Mary Meehan. She was an actress with the Gotham Collective Theater Company. You sure about that? Yes. I won't ask how you know that, but we'll check out that name and see if you're right. At the very least, we can locate the family and tell them what happened. Thanks. I guess we owe you another one. Ja, zum Beispiel was zu dem Fall. Was kann ich ihn denn noch fragen? Grace? Stimmt, das hat er gesagt. Na dann versuchen wir doch mal, sie zu schützen irgendwie. Does the name Grace mean anything to you? Nah, sorry. Mist. Und der ermordete Mann? Irgendwas? Could you tell me the victim's name at least? I told you.
No. Ach, verdammt. Okay, na gut. Dann können wir da wohl see you nichts around. weiter machen. Uh-huh. Die Frage ist, wie kommen wir dann an Infos? Ich habe ein Bild. Ach so, ja, okay, das kenne ich ja schon. Ich kann recherchieren, aber ich wüsste halt nicht was. Grace gibt's ja bestimmt hunderte. Ja, nee, das ist nix. Ich habe meine Notizen. Ich habe meine E-Mails. Das ist aber auch nichts Neues. Kann ich ihn anrufen, während ich neben ihm stehe? Geht er ran? Komm schon, geh ran. Are you going to answer that? No. Ach, verdammt. Okay, hätte ja sein können. Ich hätte es lustig gefunden. Kann Joey denn vielleicht hier reingehen, wenn ich schon nicht darf? Keep our friend busy. I'm gonna sniff around. Ja, genau. Guck mal, ob du was findest. Das ist eine gute Idee, actually. Not that I don't appreciate the company, but why the heck are you just standing there? Oh, I was just admiring the brickwork. The brickwork. Sure. When was this building built? Ah, ich darf schon Sachen machen, aber ich würde gerne zuhören, was die sagen. Porträt. At the bottom are the words Alex Silva, Commissioner. Whatever. Okay, jetzt reden sie nicht mehr. Hier ist ein Officer. Just a cop manning the front desk. Kann ich den kalt anpusten? Komm schon, mach Wind. No reaction. That's cops for you. Ah, verdammt. Standing around. Isn't that what you're doing? So, I'm a Papier. cop in front of a cop Looks like some station. kind of duty roster. Nothing relevant. Verdammt. Waiting for a cab? Sagen sie noch Like was? this. Might take a while. Maybe. Okay, dann kann ich jetzt wohl weitergehen. Mal gucken, was da sonst noch so kommt. Was ist das denn hier? An der Pinnwand angepinnt. Extra wichtig. George Aha. Austin. There's our guy. His name is George Austin, according to this note. Looks like he lived on the Upper West Side. Ah, wir haben jetzt also seine Wohnung. 52. Rede nicht mit der Presse. That's definitely the spook we saw. According to this note, his name is George Austin. Okay. Und sonst haben die nichts zu tun. Das ist das Einzige am Notizbuch, Board. Also ich finde, ein bisschen was hätten sie noch hinhängen können. Piero. It says Piero. I have no idea who that is. Ist das hier von Sam? Nö, ist Discher. Tür? Komme ich noch weiter? Wahrscheinlich nicht, ne? Just a small interrogation room. It's empty. Dann ist hier bestimmt der Raum, wo man die beobachtet, oder? Könnte ich mir vorstellen. Just a small interrogation room. It's empty. Ah, schade. Okay. Dann ist hier sonst wahrscheinlich nichts weiter. Hier der That Fahrstuhl wird auch elevator nichts should go to the bringen. rest of the police station. Ja, dann gehen wir mal zurück. Ich frage mich, ob wir den guten Polizist direkt damit konfrontieren können, dass wir This den Namen thing that's wissen. Standing around, getting kind of weird. So. Und zwar, guter Mann, ich habe Recherchen Detective? angestellt. Uh-huh. Heimlich. Ich weiß jetzt Sachen. I know the victim's name is George Austin. Yeah, this crap doesn't impress me anymore. And even if it did, you're not a cop. You're not even officially on the books. So, make it unofficial. You've done it before. Not this time, sorry. With all due Ach, respect, verdammt. you need to back off. Okay, na gut. Dann eben nicht. Dann finde ich eben erstmal noch mehr Well, draus. see you around. Uh-huh. So, ich habe jetzt nämlich eine Adresse und da werde ich hingehen. Und du kannst mich nicht aufhalten. So, George Austin. Mal gucken, was hier so los ist. Oh, This oho. is some lobby. Careful you don't break anything, we'll be in hock for life. Well, your life anyway, not mine. Oho, ist ja fancy That hier. vase looks more expensive than everything in my apartment put together. Ja, aber hübsch ist nicht. Also da muss man jetzt auch mal, ne, Prioritäten setzen. I don't recognize the artist, but it looks peaceful enough. Na, dann reden wir doch mal hier mit dem Typen. Hi, Yes, miss? George Austins Apartment. Da würde ich gerne hin. I'm looking for George Austin. Is he in? No, he's not. Sorry. Darf ich vielleicht trotzdem bei ihm zu Hause warten? Is there any way I can look inside George's apartment? It's really important. Sorry. Unless you've been authorized, I can't let you in. Okay, wo ist er denn gerade? Do you know where George Austin is? I really couldn't say. Sorry. Und wohnt hier eine Grace? Does the name Grace mean anything to you? Sorry. Nobody named Grace lives here. Ah, schade. Okay, na dann, Joey, du musst mal bitte darauf gucken, wer hier autorisiert ist. Gibt es hier nicht irgendwo eine Liste oder so? Ich hatte gehofft, er hat eine Liste. Was ist hier hinten? Notiz?
Was steht da? Weihnachtskleidungsfahrt. Es ist kalt diesen Winter. Bitte lassen Sie alte Kleidung hier in der Box. Damit Leute... das ist eine Kleiderspende von George Austin, Apartment 12. Oho, das schreibe ich mir direkt mal auf. Wissen wir schon, welches Apartment er hat? It says Holiday Clothing Drive. It's cold this winter. Please leave your old clothes in the box below for people less fortunate than you. It's signed by George Austin. Und wir wissen jetzt, wo er wohnt. Ist denn schon was in der Box? Looks like it's full of old clothes. Ja, cool. Freut mich, dass die Leute spenden. So, die Frage ist, kann Rosa jetzt einfach hier durch? Entschuldigung? Das stört ihn nicht, Miss, oder? I'm sorry, Verdammt. but you can't go back there. Residents only. Oh, sorry. Ja, hilft es, dass ich weiß, wo er wohnt vielleicht? Hi. Yes, miss? Genau, die Kleidersache, deswegen bin ich hier. I heard that George Austin was having a clothing drive here. Oh, yes. George does it every year. He brings the box to Grace himself. Ach, dieses mit Grace sagt dir also doch irgendwas. Gerade hast du noch gesagt, du kennst es überhaupt nicht. You said that George takes the clothes to Grace. Yes, he does. He has an attachment to the place, even though we've got a fine church in this area. Church? So by Grace you meant Grace Church? Yeah, the one downtown. What did you think I meant? Nothing, never mind. Thanks. Sure. Okay, Grace Church. Wir haben einen neuen Ort, wo wir hin könnten. Darf ich die einmal googeln, bevor ich hingehe? Vielleicht finden wir ja noch was raus. Grace Church. Grace Church in Manhattan. Ja, hier steht nochmal die Adresse. Ist historisch. Eine historische Kirche in Manhattan, New York. Teil der Episcopal Diocese. Was immer das ist. Und es ist ein nationales, historisches Land, Denkmal, das ja architekturisch sehr signifikant, Worte. Also es ist wichtig wegen Architektur, so rum. Und ja, ein Ort der Geschichte. Gabriel Ullmann ist der Rektor. Was immer ein Rektor ist, wahrscheinlich sowas wie der Oberpriester. Dann gehen wir da doch mal hin und fragen mal nach diesem George. Vielleicht lernen wir jemanden kennen, der in sein Apartment darf. Das wäre ja sehr hilfreich. Mal A gucken. church, of all the places. Really? Ghosts don't like churches? Being a ghost has nothing to do with it. Du magst einfach so keine Kirchen. Aber kannst du rein? Es ist nicht so, dass du innen dann verpuffst, oder? Das wär doof. Nö. Alles gut bei Joey. Okay, und hier ist auch jemand, ein Priester. Orgel. Buch. It's a book full of handwritten prayers. I don't Orgel. know much about church organs, but it seems nice enough. Ich weiß gar nicht, wo die Pfeifen sind. Also sieht ein bisschen klein aus. So, darf ich mal mit ihm reden? Hi, could I talk to you for a minute? Please keep your voice down. Oh, sorry. Is this better? Yes. What can I do for you? Ich kann mich vorstellen. Ja, so macht man das in Gesprächen. I'm Rosangela Blackwell. Father Gabriel Ullman. Der stand in der, was ich gelesen habe bei Google. Ruhige Nacht, ne? It's pretty quiet here tonight. God's house remains open despite the weather. If anybody needs us, we are here. Und warum flüstern wir, wenn es hier so leer ist? Why the whispers? There isn't anybody around. That makes no difference. The tranquility of this place must be maintained, whether anybody is here or not, especially on a night like tonight. Das kann ich ehrlich gesagt verstehen. Wenn ich in der Kirche bin, würde ich mich auch nicht trauen, da rumzubrüllen. Da würde ich auch nur gedämpft reden, egal wie viele Leute da sind. Kirchen sind so einschüchternd. So, na dann. Kannst du mir was über die Kirche erzählen? Could you tell me about this church? Are you looking to join? Not really. I'm afraid now is not the time for a history lesson. Hey, okay, dann nicht. Puh. Und George, kennst du den? Do you know a man named George Austin? I'm afraid not. He was a member of this church. Are you sure? It is quite a large church, as you can see. I'm afraid I am not familiar with George Austin. Hä, aber die Kleiderspende jedes Jahr? Ja, da muss ich George mich dran Austin was holding a erinnern. clothing drive that brought clothes to this church. Are you sure you haven't heard of him? Yes, we deal with hundreds of clothing drives at this time of year. Some we arrange ourselves, while most are volunteers. It is not possible to keep track of every single one.
Okay, na wenn du Well, meinst. thanks. I'll be going. Stay safe. This is not a night to be outside. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch ein Büro oder so, wo wir drin rumschnüffeln könnten? Kann Joey mal... Joey, gib ihm mal ein göttliches Zeichen. Vielleicht hilft es. No reaction. Probably feels drafts all the time in a joint like this. Okay. Ich hätte gedacht, vielleicht, weiß ich nicht, denkt er, es ist ein Zeichen Gottes oder sowas. Aber okay, dann gehen wir eben wieder. Hier ist ein It's a Schild. schedule of services. Nothing is going on at the moment. Was ist mit der Tür hier drüben? Bringt die was anderes oder führen alle Türen nach Rom? Ah ja, das ist das Gleiche. Okay, hätte ja sein können, dass man irgendwie in einen anderen Teil der Kirche kommt. So, okay, dann gehen wir nochmal hier rüber. Was haben wir hier denn noch? Eine Plakette zum I'm not Beispiel. stealing from a church. Nein, du sollst sie Besides, I'd never get angucken. it off the wall. Angucken. It says Grace Church. Ach Of so, course, okay. we knew that already. Ja, das ist ja wirklich nicht so spannend. Hier It ist ein says Schild. Grace Church in New York, Episcopal, Reverend Gabriel Ullman, Rector. Okay, das wussten wir auch schon. Hier sind noch Poster. Weekend Organ Meditations. Und hier? Weekend Organ Meditations. Ah, das ist dasselbe. Und ist hier irgendwo noch eine Tür, durch die Joey reinschleichen könnte oder so? Da bei den Fenstern vielleicht? Geht da was? Nee. Nur der Ausgang. Aber was machen wir dann hier? Das muss doch irgendwie... Irgendwas muss doch hier gehen. Kann ich vielleicht hier noch zur Seite? Nee, hier ist auch wieder der Ausgang. Okay. Schwierig. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir haben nicht so richtig was Neues. Wir haben George Austin und wir haben... Ich gehe nochmal hier hin. Irgendwas muss doch gehen. Also, wir haben keine Notizen. Wir haben nur die Grace Church und George Austin. Kann ich ihn vielleicht nochmal nach der Kirche fragen? Hi. Yes, miss? Der Moment, hier die Kirche. Why did George go to Grace Church instead of a local one? I couldn't say. Sorry. Okay, und kannst du mir sowas sagen, wo er ist? Haben wir das schon gemacht? Do you know where George Austin is? I really couldn't say. Sorry. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Is there any way I can look inside George's apartment? It's really important. Sorry. Unless you've been authorized, I can't let you in. Ja, aber woher weißt du denn, ob ich autorisiert wurde oder nicht? Warte mal, Joey, du gehst nochmal nach da hinten gucken. Irgendwas muss hier noch gehen. Glaube ich. Oder sollten wir hier wirklich nur rausfinden, dass wir zur Kirche mussten? Ich gehe mal hier rein. Yep, it's an elevator, all right. Okay. Also an sich sind wir ja von hier zur Kirche gekommen. Das heißt, vielleicht müssen wir auch nochmal bei der Kirche... Da ging halt gar nichts, ne? Das ist schon komisch. If the people who go to these churches worry about their souls so much, they should try dying sometime. Ah, jetzt sei nicht so zynisch, Joey. Ich gehe nochmal rein. Irgendwas muss hier gehen. Die Spur hat uns hier hingeführt und hier muss jetzt der nächste Schritt irgendwie möglich sein. Kann ich das Buch klauen? Zum Beispiel. Ah, ich kann This book is full of reingucken. prayers written by the church's congregation. They're all anonymous and they're all written by hand. Ah, bitte Gott, lass die Chemo funktionieren. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Ich war 6 Monate ohne ein Getränk oder ohne Alkohol. Bitte hilf mir, weitere 6 durchzuhalten. Lass meinen Onkel bekommen, was er verdient. Oha, okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so verloren. Sie sind da draußen. Bitte hilf mir. Bitte hilf meiner Familie wegen dieser schrecklichen Zeit. Ich bin so viel, ist schon passiert. Gibt es ein Licht am Ende dieses Tunnels? Oh Gott, ist Selbstmord die einzige Antwort? Was sind denn hier für Leute? Schreibt hier niemand ins Gästebuch einfach so, schöne Kirche, nett. Ich liebe ihn, liebt er mich auch? Bitte lass meinen Vater aufwachen, damit ich ihm sagen kann, dass es mir leid tut. Mein Sohn ist bei dir, Gott. Sag ihm, dass ich ihn liebe. Ich möchte immer glücklich sein. Ich habe meinen Job verloren. Das ist alles These meine prayers just Schuld. go on and on. There must be dozens of them. I don't have time to read them all. Aber vielleicht, wartet mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber wie war denn die Handschrift von dem Kleiderdingens? Kann Joey mal gucken? Weil der hat ja die Handschrift gesehen. I can't turn the page. Ach ja. I can't turn the page. Kannst du mal gucken? I can't turn Ja, the page. okay. Entschuldigung. Joey, du machst nichts.
Aber wir müssen doch irgendwie... Also, das muss doch die Lösung jetzt sein, oder? Kann ich hier mal I better draufdrücken? not, especially with that priest in plain view. Okay. Ich dachte, vielleicht können wir rausfinden, welches von George ist. Anhand der Handschrift, die If er... any of these handwritten prayers are useful, flipping through blindly isn't the answer. I need to narrow it down somehow. Naja, ich dachte halt, dass wir das vielleicht machen können mit diesem Kleiderkreisel-Ding. Aber vielleicht müssen wir das holen. Vielleicht müssen wir das irgendwie dabei haben. Das wäre doch mal eine Lösung. Wir gehen nochmal zu dem Apartment. Wir versuchen nochmal, ob wir das irgendwie lose kriegen. Also. Rosa kann ja nicht nach da hinten. Aber Joey hat ja die Kraft des Atems. Vielleicht kann er das hier rüberpusten, den Zettel. Und dann kann Rosa den mitnehmen. Die Notiz. Ich gucke mir die nochmal an. Ja, das ist ja eine sehr schnörkelige Handschrift. Die könnte man wiedererkennen. Kannst du die Notiz wegpusten? Ja, sehr gut. Das klappt doch wie eine 1. Und wir rutschen sie Whatever Joey darüber. did, the doorman doesn't seem to have noticed. Sehr gut. Dann kann Rosa doch jetzt mal kommen und den Zettel hier aufheben und dann können wir vergleichen mit den Gebeten. Dropped my pen. Okay, Better not. I don't want to break it. I'm barely in the black as it is. Entschuldigung, ich wollte gar nicht die Vase zerbrechen. Ich wollte eigentlich wieder gehen. So, Joey kommt hoffentlich automatisch. Ja, da kommt er hinterher geflogen. Und dann gehen wir wieder zur Kirche. Jetzt wird's langsam. Also, hier rein. Und dann wissen wir, was er gebetet hat. Was auch immer das hilft. Vergleich mal die Notiz mit dem Buch. With this sample of George's handwriting, I might be able to find something written by him. Gotcha. Dieser Ort hat mir und Lia schon immer etwas gebracht. Trotz allem tut es das noch immer. Ist das wirklich, was ich tun muss? Es scheint unausweichlich. Ich habe das Gefühl, mein Glaube wird erschüttert. Ja, im Kern. Bitte hilf mir, die Stärke zu finden, diesen Kampf zu kämpfen. Wenn nicht für mich und Lia, dann für die anderen. I don't need to turn to any. Nein, aber okay, anscheinend hat sie das gelesen. Das heißt, wir kennen jetzt Lia. Und die Annahme wäre ja, dass Lia vielleicht Lia Austin ist und vielleicht seine Frau. George wrote Leah's name down in a prayer. Whatever kind of relationship they have, he must care for her a lot. Das heißt, vielleicht kann ich zu dem Pagen gehen in dem Apartment und sagen, dass ich Lia bin. Und Lia müsste ja dann autorisiert sein, in sein Apartment zu gehen, wenn er sie sehr mochte. Also eventuell, ne? Das könnte ich mir vorstellen. Also, Hi. Yes, miss? mein Name ist Lia. Did George know anyone named Leah? Leah? You mean the police officer? Police officer? Yeah. Haven't seen her around for a while, though. Did they break up or something? I have no idea. Too bad if so. I liked her. She was good for George. Okay, Lia ist ein Cop. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich unseren Cop-Freund nach ihr fragen. Sie hat nicht so getan, als wäre sie Lia, aber wir haben immerhin Infos gekriegt. Andererseits, jetzt wo ich so drüber nachdenke, der Typ schien ja Lia auch wirklich zu kennen. Also wäre es wahrscheinlich echt blöd gelaufen, wenn wir so getan hätten, als wären wir sie. Also Sam, kennst du zufällig Lia? Uh-huh. So, George Austin was involved with a police officer named Leah. That's it, isn't it? All the secrecy. It's because the police are involved. You want to get us both in trouble? Of course not. I want to help you. Look what I discovered already. Look, I keep my distance from you for a reason. I know you got your sources. I don't know who they are, but you have a way. That goes without saying. Leah Piero is a fine detective. Don't let anyone tell you otherwise. Maybe you can help, maybe you can't. But I know you're gonna stick your nose in no matter what I say. Sorry, but I have to. Yeah, I get that. I can't stop you, but I can't help you either. You're on your own. Believe me, Detective, if there's anything I'm not, it's on my own. Well, just be careful. Okay, Lia Piero. Die Frage ist, was mache ich jetzt als nächstes? Well, see you around. Uh-huh. Soll ich hier im Police Department nach ihr suchen mit Joey? Oder soll ich sie vielleicht googeln? Ich bin unsicher, aber ich entscheide mich bis zur nächsten Folge von Blackwell Epiphany. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Wir haben auf jeden Fall einiges ermittelt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!